So, mein Name ist Carla Jaimes Betancourt. Ich komme aus Bolivien. Seit 2022 bin ich Professorin für das kulturelle Erbe der Amerikas in der Abteilung für Altamerikanistik der Universität Bonn. Mein Forschungsschwerpunkt liegt an Amazonasbeckens. Ich arbeite seit 20 Jahren in einer Region, der Name ist Llanos de Mojos in Bolivien, wo wir mit verschiedenen Ansätzen von der Archäologie, Anthropologie zusammen die Bedeutung der kulturellen Erbe forschen. Und den Preis, den ich dieses Jahr bekommen habe, es ist von der World Archaeological Congress in Darwin in Australien, der Peter Uko Memorial Award. Es ist ein Preis, das ehrt vor allem die Forscher, die ein soziales Engagement und vor allem eine dekoloniale Praxis arbeiten. In meinem Projekt, das mit dem Heritage and Territoriality, das von der Volkswagen Stiftung gefördert wurde, untersuchen wir zusammen, wie sie ihr Territorium, ihre Heritage, die Werte, ihre ganzen Territorium verstehen. Und das ist auch nicht nur die Vergangenheit, die archäologischen Siedlungen, auch die Gegenwart, die Wissen, die sie haben und mit einem Blick auch auf die Zukunft, wie sie sich die Welt vorstellen. Das Projekt zielt darauf hin, dass wir zusammenarbeiten, dass wir vom Anfang an die Ziele des Projektes definieren, dass wir auch die Methodologie zusammenstellen, dass wir auch verstehen als Wissenschaftler, welche sind die Grenzen, was dürfen wir nicht in ihrem Territorium. Und es muss diese Zusammenarbeit auch in einer horizontalen Ebene stattfinden, also das heißt auf Deutsch Augenhöhe. Ne? Und dass wir auch Forscherinnen in Amazonas bilden, dass sie in der Zukunft auch in ihrem Territorium forschen können. Es geht darauf, dass die genau verstehen, welche Methode wir ansetzen oder durchführen, welche Technologie wir auch ins Land mitbringen. Zum Beispiel, wir arbeiten sehr viel mit LiDAR. Das ist eine neue Technologie, die in den letzten Jahren unsere Verständnisse vom Amazonas revolutioniert hat, weil wir können durch diese Technologie sehen die archäologischen Siedlungen, die unter dem Wald sind. Also wir kommen mit großen Drohnen und scannen wir die Landschaft und können wir diese archäologischen Siedlungen entdecken. Und sie sind immer bei uns und sie können auch entscheiden, wo werden wir ausgraben. Sie können auch uns mitteilen, was sie da gefunden haben. Und sie können auch die Arbeit kontrollieren. Das ist auch sehr wichtig, dass sie das Kontrolle unsere Forschung haben. Sie können auch mitentscheiden, was gemacht werden kann, was nicht. Und da wir in ihrem Territorium arbeiten, das ist sehr wichtig. Also mein Anteil war richtig zu definieren, dass ich seit Anfang an ein kollaboratives Projekt kreieren wollte. Dieses Projekt normalerweise, die Projekte werden in Europa gedacht und in anderen Parts der Welt durchgeführt. In meinem Projekt haben wir aber das Gegenteil gemacht. Wir sind zuerst nach dem Territorium gegangen, haben wir uns da mit den indigenen Organisationen getroffen, haben wir auch zugehört, was wichtig für sie war, wie sie dieses Thema, das Ziel des Projektes forschen wollten. Da haben wir auch zugehört, dass sie zum Beispiel wollten, dass wir die Leute ausbilden, dass wir auch indigene Forscherinnen in unsere Gruppen bilden. Wir mussten alle unsere Praxis von Archäologie, Anthropologie ein bisschen ändern und vor allem auch zu hören, welche waren ihre Expektativen. Wir haben auch zum Beispiel mit historischen Sammlungen im Europäischen Museum
gearbeitet. Die Indigenen waren hier in Europa, in Deutschland und in Schweden. Sie könnten alle ihre Materialitäten sehen, die im Museum waren. Hier haben wir zum Beispiel von der Takana indigene Gruppe aus Bolivien, haben wir nur in Deutschland über 600 Objekte von den 60er Jahren, von 1960. Und in Bolivien gibt es nur 17 in einem Museum. So, der Unterschied von der Diversität, von dem Wissen, das diese Objekte in den Museen in Deutschland behalten, es ist sehr, sehr groß. Und für sie war auch eine schöne Erfahrung, einfach die Museen zu kennen. Was ist ein Museum? Warum ist es so wichtig? Und etwas, das mich sehr überrascht hat, ist, die meisten indigene Forscher waren sehr dankbar, dass die Museen ihre Materialität über fast 70 Jahre so gut bewahren haben, dass Sachen, das normalerweise im Territorium 2 Wochen dauert, wie Körbe zum Beispiel, hier in Schweden über 100 Jahre alt sind. Transdisziplinarität bedeutet, Wissen zu teilen, Grenzen überschreiten und Neues kreieren. Zum Beispiel, ich als Archäologin in Amazonas arbeite ich mit Historikerinnen, mit Geografierinnen, mit Ökologen zusammen, mit Biologen, auch mit Leuten, die Computerspezialisten sind, IT-Spezialisten und viele Naturwissenschaftler, Leute, die das Boden analysieren. Und ich glaube, alle diese Disziplinen zusammen können mir helfen und uns helfen, als Gesellschaft besser die Vergangenheit und die Gegenwart zu verstehen. In Archäologie geht es nur intim von der Ausgrabung über das Labor bis zum zusammen reflektieren, was bedeutet kulturelle Erbe. Und ich glaube, mein Projekt wäre es nicht möglich ohne meine Kolleginnen, ohne die Studierenden, die da arbeiten, ohne die indigenen Gruppen, die unsere Partnerschaft sind, auch ohne die Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten. So, Teamarbeit ist sehr wichtig. Exzellenz ist für mich mehr ein Prozess als ein Ziel. Ich glaube, exzellent ist, alles zusammen zu integrieren und über Kulturen, verschiedene Wissenssysteme und Disziplinen gehen und mehr alles zusammen integrieren. Aber ich glaube, in Deutschland haben wir auch eine lange Tradition zum Beispiel in der Archäologie, eine lange Tradition der Archäologie in Amerikas. Und bis heute noch, also obwohl diese Tradition von den Ende 19. Jahrhundert kommt, bis heute noch haben wir einen Ort an der Universität Bonn, wo Archäologie der Amerikas in Verbindung mit Sprache, Geschichte, Naturwissenschaft, Anthropologie zusammen studieren kann. Und ich glaube, das öffnet uns viele Türen, um neues Wissen zu kreieren.